und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Freut mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute male ich mal wieder mit meinen Aquarellfarben und zwar diesmal Geburtstagskarten. Die sind immer zeitlos und ich denke, man kann immer mal ein paar neue Designs gebrauchen. Genau, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das einmal schnell nachholst und dann geht's auch schon direkt los mit meiner ersten Karte. Für unsere erste Karte habe ich mir überlegt, wir malen eine Geburtstagstorte, aber ein bisschen einfacher und minimalistischer. Und dafür müsst ihr erstmal ein paar Pastelltöne anmischen. Ich habe mich jetzt hier für so quasi Regenbogenfarben entschieden. Und die malt ihr dann mit einem schmalen, aber breiten Pinsel auf. Da müsst ihr einfach so eine Linie ziehen. Ihr könntet auch bestimmt Textmarker benutzen, die würden sich genau für dieses Design bestimmt auch prima eignen. Oder auch ganz normale Tusche, aber ein, zwei Mal ist der Effekt mit Wasserfarben dann doch vielleicht noch ein bisschen schöner. Prinzipiell sind aber alle meine Designs heute sehr einfach gehalten und auch wirklich so, dass jeder das nachmachen kann und dass es auch schnell geht. Das ist auch mal ganz wichtig, wenn man auch mal schnell für Freunde oder Familie eine Karte basteln möchte, dass es auch nicht allzu lange dauert und trotzdem natürlich immer noch schön aussieht. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich dann jetzt hier nochmal die Farben ein bisschen nachgemalt. Wir waren die dann doch ein bisschen zu blass, auch wenn ich sie natürlich so Pastellfarben haben wollte. Und nachdem das dann getrocknet war, konnte ich mit einem Fineliner drüber malen und habe oben eine Kerze drauf gemalt und es somit nochmal ein bisschen verfeinert. Und dann letztendlich auch nochmal mit meinen Wasserfarben die Kerze von innen gelb ausgemalt, damit sie auch nochmal ein bisschen leuchtet. Ja, unten drunter habe ich dann natürlich noch einmal Happy Birthday geschrieben, diesmal in schlichten, sehr klassisch gehaltenen Buchstaben und auch alle in Kleinbuchstaben. Und dann war die Karte auch schon fertig, also es ging wirklich sehr, sehr fix. Für Karte Nummer 2 musste ich mir dann erstmal ein Washi-Tape zur Hilfe nehmen und habe dieses relativ mittig von der Karte platziert. Da kommt nämlich später unsere Schrift hin und damit wir da jetzt nicht übermalen, habe ich das einmal mit einem Washi-Tape draufgeklebt, den Bereich. Und das sollte hoffentlich im Nachhinein dann auch gut abgehen. Ja, diesmal sind wir ein bisschen bunter dann geblieben und ich male verschiedene Luftballons. Dabei habe ich darauf geachtet, dass ich im Nachhinein vielleicht nochmal ein paar Farbakzente in den Luftballon reingemacht habe mit stärker pigmentierterer Farbe. Das kann man eben ganz gut bei Aquarell machen. Ist halt die Frage, je nachdem, welche Technik ihr benutzt. Aber für Aquarell kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, im Nachhinein nochmal so ein paar Farbtupfer reinzumachen, die dann schön in der Wasserfarbe verlaufen. Und nachdem dann all meine Ballons fertig waren, konnte ich wieder anfangen mit meinem Fineliner zu arbeiten und habe dann die Leinen von den Ballons gemalt. Die konnten sich überlappen, aber ich habe schon darauf geachtet, dass es auch genauso viel Leinen sind wie letztendlich auch die Luftballons. Und dann konnte ich mein Washi-Tape auch abziehen, passt da wirklich auf, dass ihr nicht noch aus Versehen das Papier mit abreißt. Und diesmal habe ich, um sicher zu gehen, dass alles symmetrisch aussieht, auch mit einem Bleistift einmal vorgezeichnet, den Schriftzug, und ihn dann mit meinem Fineliner nachgemalt. Auch für die nächste Karte brauchen wir wieder Washi-Tape. Diesmal brauchen wir 4 ungefähr gleich große Streifen und diese kleben wir dann in Form einer Raute auf. Das war gar nicht so einfach wie gedacht. Aber letztendlich hat das geklappt, denn das war eben der Bereich, der nicht mit Farbe gefüllt sein soll und deswegen habe ich ihn da einmal abgeklebt. Im Anschluss konnte ich dann so meine Punkte setzen, das sollen Konfettis darstellen und zwar in den unterschiedlichsten Farben. Da könnt ihr echt jede mögliche Farbe machen und ganz bunt und kreativ sein. Sie müssen einfach nah aneinander passen und dann ist das auch relativ schnell getan. Im Anschluss kann dann das Washi-Tape wieder abgezogen werden. Ich empfehle euch da einfach kurz zu warten, bis die Farben trocken sind, sonst laufen die tatsächlich doch nochmal unter das Washi-Tape, wenn ihr es zu früh abmacht.
Und auch hier habe ich erstmal wieder vorgeschrieben und dann mit einem Fineliner nachgeschrieben und den Rest wegradiert, den ich übergemalt hatte. Ja, damit war Karte 3 dann auch schon fertig und kommen wir jetzt zur letzten und 4. Karte. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche von den 4 ihr am besten findet oder welche ihr am liebsten sofort nachmachen wollt. Das würde mich mal sehr interessieren. Bei der letzten Karte habe ich dann schon von vornherein mit einem Bleistift gearbeitet und vorgemalt, denn es sollten 2 Girlanden werden und die sollten bestenfalls symmetrisch sein und von daher habe ich das einmal mit einem Bleistift vorgemalt und erst dann mit meinem Fineliner gemalt. Ich habe hierfür extra einen wasserfesten Fineliner benutzt, damit die Wasserfarben, mit denen ich dann im Anschluss gemalt habe, eben nicht da so rüberlaufen oder zumindest sich der Fineliner nicht mit denen vermischt. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist mir nämlich leider echt schon öfters mal passiert und von daher achtet da beim Kauf mal drauf, dass ihr auch einen wasserfesten Fineliner kauft. Auch diese Karte ist dann mal ein bisschen bunter geworden. Ich finde einfach, bei Geburtstagskarten darf das auch ruhig so sein, dass sie ein bisschen crazy und bunt und fröhlich sind. Und nachdem dann auch die Felder hier getrocknet waren, konnte ich zum einen einmal die Schleifen am Ende der Girlande machen und dann eben auch beschriften bzw. Happy Birthday draufschreiben. Und genau deswegen hatte ich das vorher perfekt so abgezählt. Ja, wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, welche Karte du am besten fandst. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem hier einen Daumen nach oben gibst. Und dann bis nächste Woche. Tschüss!